So, willkommen zu EHC Olten, zur Radio Insel. Wir sind heute hier im Kleinholz in Olten und zwar geht es um etwas Grosses, und zwar ist der neue Trainer vom EHC Olten vorgestellt worden, der Fredrik Söderström, richtig, von Schweden. Bei mir aber zuerst mal der Sportchef, der Marc Grieder vom EHC Olten. Marc, zuerst einmal reden wir über die Findungsgeschichte, wie du zum Fredrik Söderström gekommen bist. Wie ist das genau gegangen? Ist das ein Zufallstreffer gewesen, oder sind da größere Diskussionen dahinter gestanden? Nein, also im Zufall habe ich das sicher nicht überlassen. Mir war klar gewesen, nach der letzten Saison, dass es Veränderung braucht auf Trainerposition. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Job gemacht, habe natürlich vorgängig schon schauen, habe mich aber nicht festgelegt, habe mich intensiv darum bemüht, möglichst die beste Variante zu finden für EHC Olten. Und bin natürlich dann aufmerksam geworden auf Fredrik, wenn ich vor allem auch Champions Hockey League ab und zu die Match schaue und gesehen habe, dass er dort Erfolg hat mit seiner Mannschaft, mit Sturhamar. Und ja, dann ist es so, wie es ist. Dann probiert man mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und das ist mir gelungen. Es ist dann ein Interesse signalisiert worden auch von Norwegen, von Fredrik. Und dann habe ich mich entschlossen, ihn zu treffen in Oslo. Was haben wir dann gemacht? Dann haben wir ein sehr konstruktives Gespräch gehabt. Und nachher hat er mich völlig überzeugt und er war überzeugt von uns. Und ja, jetzt ist er der neue Headcoach. Er ist jetzt gestern in der Schweiz gelandet, um mal das ganze Team, den Club auch ein bisschen kennenzulernen. Was hast du jetzt für einen Eindruck von ihm, als er da ist? Ja, der gleiche, den ich schon zu Oslo oben hatte, oder? Ich meine, für ihn ist jetzt alles neu. Er hat es ja vorhin gesagt. Neues Land, neue Stadt. Zum Glück ist gerade schön Wetter. Das ist positiv, was man die Sonne scheint. Aber eben nein, er findet es super hier. Und mein Eindruck, der hat sich jetzt nochmal bestätigt. Oder er hat sich auch nicht gewechselt, sondern nein, es ist ein guter Eindruck. Und wir sind überzeugt, dass wir doch eine gute Arbeit leisten werden. Also gute Worte von Fredrik Söderström, aber natürlich hat er auch etwas zu tun hier. Ihr habt Erwartungen an ihn? Ja, meine Erwartungen hat jeder. Erwartungen haben wir, die haben die Fans, hat jeder im Leben, oder? Um das geht es auch. Also es soll ja auch eine Challenge sein. Er hat vorher auch gerade von einem Abenteuer. Das ist es. Das ist so. Das gehört dazu. Es gehört zum Sport. Wir haben jetzt eine Aufgabe mit dieser jüngeren Mannschaft. Wir nehmen uns selber auch in Pflicht. Wir wollen die Spieler voranbringen. Ich denke, wir haben einen sehr guten Mix und jetzt haben wir jemanden, der sehr kommunikativ ist, der weiss, wie man mit jungen Spielern arbeiten kann, wie man die ausbilden kann, wie man die weiterbringen kann. Und ich denke, von dem werden wir alle profitieren. Aber, wie du schon gesagt hast, er trifft auf ein junges Team, auf ein jüngeres Team beim EHC Olten. Da hat es sicher auch ein paar gute Gespräche und Diskussionen gegeben jetzt über das Team. Ja, auf jeden Fall. Das entspricht auch meiner und seiner Philosophie. Oder? Also wir haben da nicht aneinander vorbeigeredet und einander etwas vorgemacht, sondern ich habe wirklich jemanden wollen, der gerade jetzt auch in Anbetracht, dass wir eine jüngere Verteidigung haben, wohl der Ritz klopft jetzt das Durchschnittsalter noch ein bisschen auf, der Philipp. Aber es geht wirklich darum, dass wir mit diesen jungen Spielern arbeiten. Und das ist genau das, was er auch will. Oder? Weil es geht über die jüngeren Spieler. Wir müssen die Generation jetzt wechseln. Wir müssen die Spieler, auf Deutsch gesagt, recyceln. Die Älteren, die werden jetzt gegen ausgedrückt. Es kommt eine neue Generation, eine schnellere Generation, vielleicht sogar ein bisschen eine willigere Generation. Und mit diesen Leuten müssen wir arbeiten. Und das ist genau das, was er gesucht hat und das, was wir suchen. Also der neue Headcoach, den haben wir jetzt. Pause machen kannst du aber noch nicht, weil ein Assistenztrainer, der ist ja momentan noch in der Suche, oder? Ja, wir sind hier in der Findung. Also wir haben auch, eben, wie gesagt, jetzt haben wir Mai, oder? Die Saison fängt dann im August gehen wir aufs Eis. Wir lassen uns jetzt die Zeit aus. Es hat ein paar Namen, ein paar Kandidaten, die wir haben. Wir werden die prüfen, wir werden miteinander reden. Wir werden unsere Gedanken machen und schlussendlich werden wir die beste Lösung finden für unsere Mannschaft für nächstes Jahr. Also, wir sind gespannt, was denn da auf uns zukommt. Danke dir vielmals, Marc Rieder, für den Moment. Und wir werden natürlich auch nachher noch etwas hören vom Präsidenten vom EHC Olten. Genau. Danke dir vielmals, Marc Rieder. Ja, bitte, gerne. So, also Marc, wir haben vorher gerade den neuen Trainer vom EHC Olten kennengelernt. Auch zuerst erstmal die Frage, bist du zufrieden mit dem Fredrik Söderström? Ja, ganz klar, weil sonst hätten wir ihn nicht vorgestellt. Also wir sind überzeugt, dass es die richtige Person ist, die zu unserem Konzept hineinpasst und schauen sehr, sehr positiv in die Zukunft. Ihr seid extra in den Orden aufgereist, kann man so sagen, um ihn kennenzulernen. Das dritte sind auf ihn zugegangen. Was hat er für euch für einen Eindruck gemacht und was hat er für einen Eindruck von euch verrichtet? Weißt du das?
Ja, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, wir haben das sehr professionell angegangen. Wir haben die Reise gemacht, weil auf dem Papier ist es eine, oder? Eine Person, was hat für Erfolg etc., das kann ich überall nachlesen. Aber für uns ist es sehr wichtig, die Person dahinter kennenzulernen, sehen, was das ist für einen Menschen, vom Charakter etc., weil schlussendlich muss das passen, es muss ins Team hineinpassen, es muss zu uns zusammenpassen. Und ich glaube, da haben wir wirklich wie so sagt, ein Match, oder? Es funktioniert und ich bin absolut glücklich, was es so gekommen ist. Schauen wir auf die nächste Saison darauf aus. Was hast du für Erwartungen? Hast du Erwartungen jetzt an Trainer? Natürlich hast du die. Was kommt auf ihn zu? Kannst du da schon mal etwas sagen? Ich glaube, die Erwartungen, wie soll ich sagen, zuerst muss er jetzt die Mannschaft lernen kennen. Das ist ein wichtiger Prozess in dem Ganzen. Er muss muss ankommen hier in der Schweiz. Wie gesagt, er ist gestern das erste Mal in die Schweiz gekommen. Er war noch nie da gewesen. Er wird jetzt da sein. Er wird dann noch eine normale Phase haben, die er mit dem Team wird verbringen wird, bevor er dann definitiv Ende Juli, Anfang August hier eintrifft. Und ich glaube, jetzt muss man die Zeit sich nehmen und geben, damit wir schlussendlich da erfolgreich in die Zukunft gehen können. Also, ich danke dir, Marc, für den Moment Danke. und gute Zeit. Und jetzt natürlich möchten wir auch noch den Trainer, den Fredrik Söderström, ganz persönlich kennenlernen. Nice to meet you, Fredrik. Welcome to Switzerland, I have to say, because you arrived yesterday in Switzerland the first time. What is your impression so far from Switzerland and from Olten? Yeah, I'm excited, and so far so good. As I told you here before, Switzerland is a well-known country especially for Swedish people. Through the years, I've heard that you have to go visit Switzerland in one or another way. I've been thinking for a long time about one day to get a hockey job here. And now, when we made the deal, I arrived yesterday, and the small traveling from Zurich airport to Olten, but I could see that it's a beautiful place. We had a dinner yesterday together with the management, and I had a good feeling. Then I met the players this morning, and well, I couldn't ask for a better start. Nice to hear, and I hope you will like it later then too. You have a successful career as a coach in Sweden, in Norway. What are your plans to make the success here in Olten too? Well, sport is difficult because you can have great plans. Then you drop the puck and things happen. But I really believe in what Mark is doing with the team. I know that there are some good players out, new players in, a lot of younger players. And that's a challenge to build something. What we have to understand is time is an important part of sport, because you can't, I'm not saying that I can come to Switzerland and to Olten to do success on my own. I need good people around me, a good staff, good assistant coach, a GM. We also need ambitious players who wants to become something. And when I early asked Mark about what kind of players are you looking for and who are you signing, he answered me that one of the first questions is about their attitude. And it feels like getting the chance to work with those kind of players. It might take some time, but I'm definitely here to do good results. I know how this world works. I can't come here and say I'm going to have 2 good years in Switzerland. But we have to respect that there might be other good teams. But I know that this team want to start over on a new page. And if we will be team number 1 or 2, 3, 4, 5, I don't know. We can talk about that. I could promise a lot of things right now and become a king during the summer, but I will get in trouble later on if I'm not humble. So first I need to know and get to know the players. I need to find out together with Mark and the assistant coach. I have my philosophy, of course, but I also have to respect what kind of hockey. I always say one thing, and that's important for me. I want people, fans, to, even if we lose a game, because we're going to lose games too, that's a part of hockey. When they go from the rink, I want them to feel like, okay, we lost, but we did everything we could. That's a great feeling. I want players who really give 100% in everything they do. So that's a good start. Then I could talk for hours about a nice hockey philosophy. No one would ever understand what I'm saying, but it sounds good. I will be very clear in the way I want to play later on. But for now, it's more important that I send some signals that, okay, I will arrive here late July, and I'm ready to do a good job together with other people.
Also, der Fredrik sagt natürlich am Anfang, er ist zuerst gut angekommen, er ist erst gestern in der Schweiz angekommen und dann gerade auf Olten, einen kurzen Weg, ist aber da sehr nett empfangen worden und ist bis jetzt sehr zufrieden. Er war noch nie in der Schweiz tatsächlich und als ich gefragt habe, eben, was er machen kann, damit er als Trainer in Olten dann erfolgreich weitermachen kann, sagt er natürlich, er muss zuerst die Spieler kennenlernen, es kommen ein Haufen Junge, ein paar Alte gehen auch, er muss die Arbeit vom Sportchef, von Mark Rieder, ein bisschen kennenlernen, mit ihm zusammenarbeiten können, die Spieler kennenlernen und so ist das ein guter Erfolg. Do you already have plans how you will work, a system maybe, something like that for the next season with EHC Olten? With the assistant coach, or? No, with the system. Do you have already a system how to play? Yes, I do. In one way, I can talk about it without details, and it's not because it's a secret, but because I need to know the players. I need to find out the qualities that we have. But the way you play hockey today is putting pressure. You need to put pressure all over the rink. You need aggressive players, good skaters, working hard, finishing every situation. I don't believe in playing dump and chase hockey because I think that if you control the puck, the opponent, the other team, doesn't have the puck, and that's a key. But you still have to be effective. You have to be smart with what you do with the puck because sometimes you play against team more playing defensively, and if you lose the puck then you get in trouble. So I want to control the game. I want to force the opponents to do mistakes, but then you have to be strong. You have to be you have to trust the system. But I also said here during the day here that if I have two parts in my job, one is to find out the skills of the player we have, try to handle those skills and mix it together. But the other part is also to develop and to make everyone better. And that's something that will be important for me, that we start from day one. And they have to understand that the only way to success for us is if everyone become better. We need to push the whole group forward. And when you find out those two things, I can more explain the system. But yes, in a simple way, put pressure. Ja, er möchte natürlich jetzt noch nicht zu viel verraten. Er hat natürlich einen Plan, wie er möchte mit dem EHC Olten vorwärts kommen. Zu viel kann er nicht sagen, was aber klar ist, er möchte, dass Druck kommen ist, dass man nach vorne spielt, dass man aggressiv spielt, dass man sagt, wo der Platzhirsch ist und vor allem auch, dass er die Spieler kennenlernt und weiss, wie sie spielen, was sie für Skills und Fähigkeiten haben und dass er die natürlich dann kann erweitern, aber auch die bestehenden Fähigkeiten dann ausbessern mit den Spielern. So, you moved to Switzerland in July, you said that before. What do you think is the biggest difference between your homeland Sweden and Switzerland? Oh, I'm looking forward to see those differences, but in many ways that's something we laugh about in Sweden because people mistake Sweden and Switzerland. If you go to North America and say, oh, I'm from Switzerland, they say, oh, Stockholm is a beautiful city. No, but that's Sweden. As far as I know, many people in Sweden would like to live in Switzerland. We know it's a beautiful country. You have good infrastructure, good people, smart people, well educated. So we'll see. I mean, that's a challenge for me, and one of the things that, as a person, sometimes if I stay too long in the same spot. I was actually coaching for 6 years in the same team in Sweden before I left to Norway. Nowadays, I'm thinking, what happened there? Because after a few years, I need something new. But the good thing with Switzerland is that everything is new. I haven't visited the other cities. It's close to Germany, to France. I could see that when I have a day off, even though it's not that much off time for a coach, but I can go see something else and learn from it. I'm excited to try to learn the Swiss way of living, how you are, what you eat, what you say. I'm trying to learn. The language will be a challenge for me, but as far as I know, English works. Also er sagt am Anfang natürlich, die Schweiz und Schweden werden ja oft gerne verwechselt. Ich habe ihn gefragt, was so der grösste Unterschied wird sein zwischen Schweden und der Schweiz, wenn er dann da Ende Juli in die Schweiz zieht. Er sagt am Anfang, klar, wenn man irgendwo von Amerika geht, sagen der Haufen, die Schweiz, Stockholm, so eine schöne Stadt dabei, natürlich Schweden. Aber was er auch sagt vor allem ist, dass er in Schweden nach so vielen Jahren als Trainer, wo er dort gearbeitet hat, auch gerne mal etwas Neues sehen. Und das kann er hier in der Schweiz, es ist alles neu für ihn und er kann auch in den Nachbarländern, in Deutschland und in Frankreich zum Beispiel, schauen, was dort läuft und so eben auch neue Erfahrungen sammeln. So, of course, EHC Olten and Mark Rieder has a lot of ambitions for his club.
can you work with this pressure, and can you work with that they have ambitions they want to see next year? Yeah, I have to do it, and that's a challenge for me. But we talked about it first time in Oslo, and now through the weeks that we've been talking, that ambition is important, and the pressure, it's a part of my job. I need to handle that. I know that some days people will be disappointed on me and on the team. That's a part of sport, but you have to build some trust in people so they understand that even if you lose a game, you can do it in a good way. You can learn from it, and the way of making success is making progress, not from day to day only, but from week to week and month to month. And if it takes one season, 1 year or 2 or more, we have to be patient. I'm not saying that because I want to put away some pressure, because I know how this works. And I enjoy, this is strange because, for example, 2 years ago, I think we won 16 games in a row. And after winning the 10th or 11th, I felt like I could go to Bahamas for a week. They don't need me. The players and the team needs the coach most of all when you lose. That's when you have to really work hard and to find solutions. So I'm not saying that I want to lose games, but I'm saying that when you lose, that makes you better if you handle it in the right way. So, well, I'm ready for the pressure. Will try to explain to people, and I try to be open to people and always explain the situation. Do we have injured players? Did we play against a really good team? What do we do good, and what can we do better? So a simple answer on your question, I'm ready. Ist parat. Sagt, weiß, dass die EHC Olten Druck hat und Erwartungen hat für nächstes Jahr, aber ist parat. Hat gern, dass unter Druck arbeiten kann und selbst wenn man ein Spiel verliert, dass man sagt, okay, wir machen jetzt weiter und jetzt erst recht. Also da ist definitiv ready. So, Fredrik, all the best, good luck, thank you very much for now, and see you. And you said you want to be ready in December for a German interview, is it right? Yeah, I understand now it might be tough, but I need a challenge on my own, so I've said let's take an interview in German, though in German, not the Swiss German, because that seems a little bit tougher. That's right. So we tried it in December. Maybe that's a handshake for a German interview in December. Thank you very much for now and have a good time. Dankeschön. So, der Fredrik Söderström, der neue Trainer vom EHC Olten, gerade bei uns im Gespräch gewesen. Ich danke jetzt für den Moment fürs Zuhören. Mehr werden wir natürlich dann auch auf Radio Insight selber hören am Mittag, in unserem Mittagsinfo und auch am Abend ausführlich zu allem rund um einen neuen Trainer. Danke vielmals und eine gute Zeit.